So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es ein neues Rockrail-Tutorial. Heute soll es sich komplett um das Thema K-System-Kreuzung in Rockrail handeln. Und zwar, wie man eben eine vollwertige Kreuzung mit Ampelanlage und K-System-Komponenten eben in Rockrail automatisiert. Und zwar mit Skripten. Und da wollte ich auch erstmal mitnehmen, was war meine Motivation dahinter, warum so kompliziert eben und warum mit Skripten in Rockrail. Und auch, was sind Voraussetzungen überhaupt dafür, mit Skripten überhaupt in Rockrail zu arbeiten? Also auch gerade für diejenigen interessant, die vielleicht keine Kreuzung nachbauen wollen, sondern vielleicht auch andere Themen rund um das Thema Scripting in Rockrail haben. Und dann auch, wie das Ganze ein bisschen aufgebaut ist. Nicht detailliert jetzt, wie die Skripte generell, was sie beinhalten. Ich glaube, das wäre zu viel, aber einfach, was war so meine logische Überlegung dahinter? Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, und schon sind wir in Rockrail drin und ich würde sagen, ich würde als erstes mal unser Skript ausschalten, dass wir in Ruhe unser Tutorial machen können. Und erstmal noch dazu, wenn ihr noch genau wissen wollt, wie wir die ganzen Komponenten der Kreuzung eingebaut haben, also die Stoppspulen insbesondere und auch die Ampeln, beziehungsweise auch dann verkabelt haben. Ich verlinke euch oben rechts mal den Statusbericht dazu, ist echt ein cooles Video geworden und schaut's gerne rein. Aber heute soll es nur um das Thema Rockrail gehen und dazu allererst mal die Motivation dahinter, beziehungsweise, vielleicht ist es auch gar nicht allen klar, Rockrail kann nicht nur Züge automatisiert fahren lassen und dementsprechend da die Fahrstraßen etc. stellen, sondern auch für K-Systemfahrzeuge. Und das ist zum Beispiel der Punkt hier im Gleisplan. Ihr seht, ich habe hier überall so graue Felder, das sind nämlich Straßen. Und da gibt es nämlich dann auch eben Abzweigungen. Man kann hier auch dann Stoppstellen, habe ich zum Beispiel als diese Dreiecke dann da einfach reingesetzt. Und das kann eben Rockrail genauso steuern. Und die funktionieren genau gleich, nämlich auch mit Fahrstraßen. Und die K-Systemfahrzeuge können dann von Block zu Block fahren und dann eben sich die Fahrstraßen werden dann dementsprechend eben von Rockrail gestellt, je nachdem, wie man das dann möchte. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Also ich muss sagen, weil wir ja analog fahren mit dem Faller-K-System, ist auch nur eine Seite der Straße auch dargestellt als Straße. Normalerweise ist es pro Fahrbahn, also es müsste normalerweise linke und rechte Fahrstraße müsste es dargestellt werden. Aber ich habe es jetzt einfach nur so, wie gesagt, wir fahren analog. Aber im Prinzip ist es komplett möglich. Deswegen war das schon mal ein ausschlaggebender Punkt, warum ich gesagt habe, ich mache das in Rockrail, so eine Kreuzung komplett. Und mich hat es vor allen Dingen auch interessiert, als Projekt, als komplexes Projekt eben mal in Rockrail mit Skripten überhaupt zu arbeiten. Kannte ich davor jetzt nicht, also wie das im Zusammenhang mit Rockrail funktioniert. Deswegen war das sehr, sehr spannend. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch so, der Vorteil ist einfach, man ist sehr flexibel, weil wenn man natürlich dann selber die Skripte codet, dann hat man da wirklich kaum Grenzen gesetzt. Anders als, wenn man es natürlich einfacher haben möchte, mit vorhandenen Bausteinen, die man auf dem Markt sich besorgen kann. Also es gibt ja wirklich schon fertige Ampeln und auch fertige Elektronikbausteine, auch Steine auch zusammen im Set dementsprechend, die man, glaube ich, zum Teil nicht mal mehr verkabeln muss, sondern nur noch an den Trafo anstecken muss und dann funktioniert das Ganze. Beziehungsweise auch dann nur einzelne Module, wo man sich die Ampel dann selber aussuchen kann und dann oftmals, wenn man sagt, im Zusammenspiel mit dem K-System möchte man sich da helfen, kann man zum Beispiel über Relais das Ganze so schalten, dass wenn dann die rote LED der Ampel geschalten wird, dass dann über ein Relais eben der Strom geschalten wird, eben zur Stoppstelle, damit auch das K-Systemfahrzeug dementsprechend beeinflusst wird. Also so kann man sich dann helfen oder eben, wenn man eben dann auch das K-System, das Faller-K-System dann eben hat, dann gibt es ja auch diese Traffic Control zum Beispiel und da kann man auch dann Kreuzungen mit wirklich zum Leben erwecken und dann da Ampeln anschließen und Stoppstellen etc. Also von dem her ist es auch möglich, deswegen da gibt es schon ein fertiges System. Aber eben diese Flexibilität, was man noch an kleinen Gimmicks und Features einbauen kann, da ist man begrenzt. Zum Beispiel haben wir hier noch eingebaut eben eine Nachtschaltung. Haben manche Module auch, vielleicht geht es auch, ich weiß gar nicht, ob es mit der Traffic Control funktioniert. Ich weiß, es gibt ein paar Ampelmodule, die sowas können, dann mit einem Taster eben, dass man dann auch so eine Nachtschaltung aktivieren kann. Das heißt, dass dann die gelben Lichter der Ampel blinken. Und das habe ich zum Beispiel auch rein implementiert jetzt in den Code. Das heißt dann, wenn es dann 20 Uhr abends ist bis 6 Uhr morgens, da ist eben diese Nachtschaltung aktiv und da wird dann eben in die Blinkanzeige gewechselt, aber die K-System-Komponenten schalten nach wie vor, als ob die Ampel richtig funktionieren würde. Deswegen es ist nur eine optische Sache. Und ich habe auch noch eingefügt, dass es zum Beispiel verschiedene Arten von Fahrern gibt, weil der normale Fahrer
der hält einfach bei Rot an, aber es gibt so kleine Ausreißer mit weniger, mit weniger Wahrscheinlichkeit auch, was hinterlegt ist, die dann zum Beispiel, es gibt dann die Raser, die dann noch über Rot drüber fahren, und es gibt auch noch die unsicheren Autofahrer, die dann auch schon bei Gelb anhalten zum Beispiel. Und das sind so Kleinigkeiten, die fallen einem nachher im Anlagenalltag gar nicht mal so stark auf, aber wenn man es dann sieht, ist es so ein kleiner Schmunzeleffekt und einfach aber auch noch cool zu programmieren, das auch nochmal dazu. Deswegen, da sind keine Grenzen gesetzt, und wenn man dann noch das Ganze weiterspinnt, dann, wenn dann irgendwann mal unser Car-System, was ja analog ist, dann digitalisiert wird in ein paar Jahren, hat man dann noch die Möglichkeit zu sagen, hey, das Fahrzeug ist vom Typ zum Beispiel Einsatzfahrzeug, und das darf dann auch über eine rote Ampel fahren. Auch die dazugehörige Stoppstelle ist dann nicht aktiv, was ja bei einem Relais zum Beispiel jetzt nicht möglich wäre, zumindest wenn man es jetzt so verdrahtet dann. Und da aber alle Komponenten wirklich einzeln, also jeder Ausgang wirklich zur einzelnen Komponente führt, beziehungsweise zu einer einzelnen LED einer Ampel, bin ich da voll flexibel und kann es dementsprechend nachher automatisiert einsetzen, je nachdem, wie ich das möchte. Und deswegen, das sind einfach Riesenvorteile. Und genau, deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich mache das einfach in Rockrail rein. Wichtig für diejenigen, die jetzt generell jetzt nicht unbedingt eine Kreuzung nachbauen wollen, sondern generell ein Skript überhaupt in Rockrail dann einpflegen möchten. Wichtig ist, ihr müsst euch davor erstmal, dass diese Funktion aktiv ist, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dann erstmal einen Support-Key beantragen, weil nur dann, wenn ihr den in Rockrail dann hinterlegt, dann habt ihr auch Zugriff auf die XML-Verarbeitung in Rockrail. Das als kleiner Tipp auch noch. Vorher funktioniert das Ganze nicht. Soll aber überhaupt keine Werbung sein, einfach nur der Vollständigkeit halber. Und dann der nächste Punkt ist, wenn man dann sagt, jetzt gerade in der Kreuzung ist es wichtig, und je nachdem, was ihr für ein Skript bei euch habt, sollt ihr unter Dateien und dann Rockrail-Eigenschaften und dann unter Automatik habt ihr hier womöglich noch aktiv Aktion Zeiteinheit 60 Sekunden. Die ist standardmäßig aktiviert, und die sollt ihr rausnehmen, weil nur dann verarbeitet der Zeitgeber in Rockrail eben sekundengenau. Wenn ihr es nicht braucht, wenn euer Skript selber, wenn ihr sagt, ihr braucht das gar nicht, das ist alles in Ordnung, dann, es geht wirklich in Minutenbasis, passt, müsst nichts machen, aber in der Regel möchte man eher schon sekundengenau, und gerade natürlich bei einer Kreuzung, ich möchte den Lichtwechsel von Rot auf zum Beispiel Rot-Gelb nicht eine Minute, sondern in einer Sekunde vollzogen haben, deswegen auf jeden Fall wichtiger Punkt. Und ja, sozusagen mehr, es sind sozusagen diese Grundeinstellungen sind jetzt quasi gar nicht, mehr ist es gar nicht. Jetzt kann ich euch nur noch ein bisschen von der Logik erzählen, was für, also wie es bei mir aufgebaut ist, nämlich das Thema Skripte in Rockrail. Also ich gehe jetzt nicht in die Skripte rein, sondern einfach, was für verschiedene Bestandteile sind hier. Und da habe ich nämlich dann in Rockrail selber nämlich 7 Dateien mir erstellt, wobei eins ein README-File ist. Aber ich habe einmal eine Init-Datei, die dementsprechend den ganzen Status der Kreuzung initialisiert und einen gewissen Startzustand dementsprechend hat. Und dann gibt es noch einen Shutdown-Skript, der dementsprechend dann die Kreuzung komplett ausschaltet. Und dann gibt es eine Tick-Datei, da ist der gesamte Code, also auch mit Nachtschaltung, mit den verschiedenen Fahrern dementsprechend hinterlegt. Die wird auch schon in der Init-Datei dementsprechend aufgerufen. Und da ist sogar auch bereits der Zeitparameter, also der Zeitgeber aktiv, also 1 Sekunde dementsprechend immer, den kann man in Rockrail hinterlegen, das zeige ich euch dann gleich, beziehungsweise hier habe ich es im Skript schon selber hinterlegt, kann man machen, wie man da möchte. Und dann eben noch einen Watchdog, also einen Wachhund mit Start-Stopp-Befehl, der dann einfach nochmal drüber schaut alle 5 Sekunden und prüft, ob der Zeitgeber überhaupt noch aktiv ist, also sich die Kreuzung vom Zustand her ändert. Weil es kann wohl vorkommen, dass natürlich irgendwelche äußeren Einflüsse Rockrail daran hindern, da irgendwie weiterzumachen. Und deswegen habe ich den nochmal mit implementiert. Wenn ihr es einfacher halten wolltet, müsstet ihr es nicht machen. Für mich war es vor allen Dingen wichtig, weil ich Spulenkomponenten habe, und wenn die immer an der gleichen Stelle verharren würden, dann würde es irgendwann mal sehr, sehr heiß werden. Und so könnte man das Ganze, zumindest einen Fall hat man abgedeckt, der dann da drüber schaut nochmal, aber wenn natürlich Rockrail irgendwie abstürzt, hängen bleibt, auch das ist natürlich kein Garant. Muss man auch dazu sagen, Leute, die natürlich dann Servos hernehmen, da ist man auf der sicheren Seite natürlich dann. Also es ist mal nur als kleiner Wachhund nochmal mit dabei. Und wenn ihr dann die Skripte bei euch habt, dann geht ihr einfach unter Tabellen, und zwar Aktionen, da wird es nämlich dann spannend. Und da eben für die 6 Skripte
habe ich nämlich auch dementsprechend, seht ihr, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Aktionen hinterlegt. Und dann könnt ihr einfach mit neu, könnt ihr dann eine Kennung dementsprechend hier unten geben und dann unter Definition müsst ihr dann vom Typ eben externes Programm starten auswählen und dann könnt ihr hier mit den 3 Punkten dann nach der Datei suchen, anklicken und dann auch diese Asynchron, das habe ich zum Beispiel rausgemacht in der Hinsicht dann und dann könnte man sogar noch im XML-Skript könnte man jetzt hier noch was ändern, wenn man möchte. Aber das war es dann einfach und dann das Ganze übernehmen, speichern und fertig ist das Ganze. Also das könnt ihr für alle 6 Varianten, oder bei mir sind es jetzt 6 Skripte, ihr habt vielleicht dann auch noch weniger Skripte, alles, das macht ihr dann einmal, dann ist das alles sauber in Rockrail drin. Wenn ihr nicht, wie bei mir in der Tick-Datei, ist ja dann der Zeitgeber aktiv, da könnt ihr natürlich zum Beispiel jetzt noch hier jede 1 Sekunde das machen oder aktiviert und benutze, wenn ihr es noch mit reinnehmen wollt, dann habt ihr quasi den Zeitgeber auch in Rockrail definiert und nicht hart gecodet im Skript selber, also könnt ihr dann sagen und dann auf Übernehmen, dann ist eben die sekundengenaue Zeiteinheit eben in Rockrail Zeitgeber aktiv. Ich habe es wie gesagt hinterlegt, brauchen wir nicht, aber einfach nur der Vollständigkeit halber, dass ihr das auf jeden Fall auch so machen könnt. Und dann fertig ist auch dann die Zuweisung von einer Aktion, die eben auf einen XML-Skript zuweist. Und wenn man dann jetzt noch sagen möchte, man möchte diese Skripte auch in Zusammenhang mit dem Starten und Beenden von Rockrail aktivieren, bzw. auch schließen, bzw. beenden, dann gibt es eins weiter drunter die Systemaktionen. Und da kann ich einfach die Kennung auswählen, die wir vorhin in der Aktion hinterlegt haben, mit dem Status init zum Beispiel als zum Starten des Skripts oder der Initialphase bei mir, was dann wiederum dann auch das Skript danach dann startet und als Shutdown-Skript dementsprechend, um es alles in eine sichere Lage zu fahren, beziehungsweise dann auch mit dem Status Shutdown. Und das sind die 2 Befehle, die eigentlich dann auch wichtig sind. Es gibt natürlich, ihr seht ja auch noch jede Menge andere Sachen dann in der Hinsicht dann, aber das sind jetzt die 2 Sachen, die einmal beim Starten eben, wie gesagt, von Rockrail passieren und einmal beim Beenden von Rockrail und dann ist es einfach eine saubere Sache und die Sachen werden dementsprechend dann genau in eine sichere Lage gefahren, wie ich gesagt habe, genau. Und was dann noch interessant ist, was man zur Hilfe noch nehmen kann, ist, wenn ich unter Plan bearbeiten gehe, dann kennt ihr ja auch, unter Zubehör gibt es eben verschiedene Ausgänge oder Ausgangsformen auch dann. Da habe ich jetzt zum Beispiel für die Ampeln, seht ihr, habe ich diese runden Ausgänge genommen, beziehungsweise halt dann sonst für die ganzen Lampen habe ich die rechteckigen genommen. Auch für das Skript habe ich jetzt einfach mal die rechteckige Variante genommen. Die könnt ihr euch einfach dann auf den Gleisplan legen, weil damit kann man nicht nur Ausgänge schalten, die dann also wirklich am Decoder einen Ausgang haben mit einer spezifischen Adresse, sondern wenn ich auch Rechtsklick auf Eigenschaften gehe, also das würde man ja hier machen mit der Schnittstellenkennung und mit den verschiedenen Adressen, kann ich aber hier den Typ Schalter auch umschalten auf Taster, dass es dann nur ein kurzer Impuls ist. Das ist dann vor allen Dingen sinnvoll, wenn man dann auch die Skripte hinterlegen möchte oder die Aktionen der Skripte wiederum, die dann aufgerufen werden. Unter Aktionen kann ich nämlich eben dann die dazugehörige Aktion eben dann zuweisen, mit welchem Status, und es sind alle immer on dementsprechend, auch wenn es ein Skript auch sozusagen das Ganze off schaltet, also als Shutdown theoretisch, dann ist es natürlich schon trotzdem der Status on, weil es kurz an ist, eben als Tasterbefehl und damit kann ich bei jedem einzelnen Taster eben die Aktion hinterlegen und damit auch immer anschalten und testen. Wo wir zum Beispiel jetzt hier bei init, tk-init haben wir gesagt, das ist ja die Initialphase, wo alles auf einen Ursprungszustand erstmal setzt und von da aus startet er nämlich dann das Skript und wenn ich draufklicke, dann seht ihr, alle Stoppstellen sind an, alle sind auf rot und jetzt auf einmal die Hauptstraße ist jetzt zum Beispiel auf grün geschalten, auch die Abzweigung dementsprechend dann und dann geht das ganze Skript einfach nahtlos, ist jetzt weitergegangen, also hat man gar nicht so richtig gemerkt, nur eben diese Startaufstellung war ganz kurz wichtig, dass alles immer gleich synchron kurz am Anfang ist und mit Shutdown habe ich jetzt alles wieder beendet. Deswegen, mehr ist es nicht und desto kann man auch viel testen, das ist auch für euch dann interessant, wenn ihr dann Sachen auch testen wollt, ihr habt dann immer alles auf den verschiedenen Buttons gelegt und müsst nicht, was auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel unter den Aktionen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt in die Init gehe, gibt es hier nämlich noch das Feld Test. Müsst ihr dann gar nicht machen, ihr habt es dann einfach bequem am Gleisplan. Ja, und sonst ist es nämlich gar nicht mehr. Also deswegen, das ist einfach diese allgemeine Komponente in der Hinsicht dann, wenn ihr Skripte habt, so könnt ihr die in Rockrail hinterlegen, übergeben in der Hinsicht dann und dann einfach auch ausführen, sogar automatisch mit dem Start und mit dem Beenden dann auch beenden. Also von dem her, mehr ist es gar nicht. Wie gesagt, der Inhalt vom Skript, der ist natürlich wieder was anderes und da liegt auf jeden Fall eigentlich der ganze
die ganze Arbeit drin, muss man dazu sagen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt auch eine Kreuzung machen, dann der Tipp von meiner Seite, macht es als einzelne Ausgänge. Also auch so in der Hinsicht dann haben wir hier wirklich jede einzelne LED ist in einem eigenen Ausgang. Ich kann es euch mal zeigen. Also hier haben wir zum Beispiel Adresse 105 mit dem Ausgang grün, also die grüne LED sogar, und die gelbe ist zum Beispiel 106, der Ausgang rot. Und dann auch nochmal also das ist auf jeden Fall als ein Tipp, dann, um dann wirklich die größtmögliche Flexibilität zu haben im Schalten. Und dann noch als weiterer Tipp von meiner Seite ist, habe ich mir auch hergenommen, wenn ihr ins Rockrail-Wiki geht, also rockrail.online, und wenn ihr dann oben rechts in die Suchmaske Ampel einfach eingibt, da ist nämlich schon ein fertiges Rockrail-Skript hinterlegt, eben für den Ampelbetrieb. Den habe ich mir auch genommen, einfach als Basis und mit den Einstellungen, die ich euch gesagt habe. Somit habe ich eine gewisse Basis gehabt, um dann darauf das Ampelskript dann weiter auszutüfteln und größer zu machen. Deswegen einfach das nochmal als Tipp. Deswegen, ihr müsst nicht von Null auf anfangen, sondern ihr könnt auch sowas dann hernehmen und dann schrittweise eure Komponenten da anpassen, einpflegen etc., wie wir das auch haben wollt. Also auch nochmal als kleiner Tipp dafür. Und sonst, ja, ich würde sagen, mehr ist es gar nicht, und ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen, wie meine Motivation ist, warum man das macht, dass Rockrail eigentlich auch mehr kann und sogar mit den ganzen Skripten, dass man da voll flexibel ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich jetzt nicht die Skripte einzeln zeige, weil, wie gesagt, ich glaube, das würde wirklich den Rahmen sprengen und vielleicht auch für Verwirrung sorgen für diejenigen, die noch gar nicht damit so viel zu tun haben oder gerade damit anfangen. Deswegen, weil da geht es ja wirklich ums Programmieren dann nachher, aber einfach, wie ihr Skripte ausführt, was ihr für Hilfe dementsprechend hernehmen könnt, und auch, dass man nicht bei Null anfangen muss, gerade jetzt im Hinblick auf eine Kreuzung. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen, und ich wünsche erstmal einen wunderschönen Moba-Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss!